Obsidian von Rahan möchte ich euch heute vorstellen. Hier haben wir ihn. Und ja, ist das ein Duft, der auf jeden Fall den Dior Homme Parfüm 2024, sag ich mal, den Rang abläuft für wenig Geld. Darüber wollen wir sprechen. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis. Ja, schön, dass ihr da dabei seid. Ja, Obsidian von Rahan. Und ihr wisst ja, übrigens gleich mal vorweg, der Fokus, mein Fokus spinnt hier im Moment rum. Ich weiß nicht, ob er den jetzt nimmt oder nicht nimmt. Hoffen wir mal. Wenn nicht, ist es wieder unscharf. Ich werde ihn trotzdem mal einblenden. Ja, fürchterlich. Keine Ahnung, warum das im Moment nicht funktioniert. I don't know. Ja, ich will mich da auch drüber nicht aufregen. Ja, Obsidian von Rahan. Unten in der Videobeschreibung kriegt ihr den übrigens mit 15% mit meinem Code etwas günstiger auf der Seite, die dort verlinkt ist. Also schaut mal rein. Auf jeden Fall Obsidian, ein sehr schöner Duft, wenn ihr auf ja Rose, Leder, Iris, Oud steht. Yes. Oder auf den 2024 erscheinenden Dior Homme Parfüm. Yes. Wer diese Art Duft mag, es ist ja nicht mehr der alte Dior Homme Parfüm, weil das ist das Meisterwerk gewesen mit Iris, Rose, schön und überhaupt nichts Süßes und nichts irgendwie, was in diese Richtung geht. Aber wir leben 2026 und man muss sich umändern. Man hätte das zwar auch mit einem anderen Namen machen können, jedenfalls was Dior angeht, aber haben sie nicht. Aber er ist trotzdem sehr teuer. So, dementsprechend haben wir jetzt hier einen ja, richtig coolen Duft, der diese Inhaltsstoffe, die ich eben erwähnt hatte, drin hat. Und der muss, oder ich muss schon wirklich sagen, er ist schon wirklich sehr, sehr nice. Ja, anders kann ich das eigentlich nicht sagen. Und alleinstehend muss ich auch sagen, nachhinein, ich habe ja den, Dior Homme Parfüm 2024 Version habe ich auseinandergenommen. Es ist immer noch meine Meinung, dass es eine Frechheit ist über den Namen, dass sie den so verändert haben. Das hat ja nichts mehr mit dem originalen Meisterwerk zu tun. Aber wenn du den natürlich als Alleinstehen-Merkmal nimmst, ja, dann ist das natürlich trotzdem schon ein guter Duft, aber er reiht sich eben viel in diese Art Düfte ein, die es allgemein gibt. Aber er ist eben sehr teuer. Und normalerweise bin ich ja so immer zum Original und so weiter und so fort. Aber Rahan hat ja immer noch so ein bisschen so ein Twist, minimal. Aber sie sind so nah dran. Und ganz ehrlich, ihr bekommt ja, glaube ich, auch den Dior. Ich weiß nicht, kriegt ihr den im Laden? Ich habe da lange nicht nachgeschaut. Oder meistens ist er ja wirklich nur auf der Dior-Seite. Und deswegen, ja, solltet ihr mal hier schauen. Das sind höchstens immer 35 Euro bis 40 Euro mit meinem Gutscheincode. Übrigens ja weniger. Und dann habt ihr 100 ml und eine Qualität von allerfeinsten und eine Haltbarkeit und CH, die auch wirklich gut ist. Da kommen wir aber später zu. Wie gesagt, zum Duft. Es ist ein schöner Iris-Rose-Duft und die Rose merkt ihr so ein bisschen minimal im Hintergrund. Die Iris ist hier, finde ich, und jetzt kommen wir zu diesem Hauptpunkt, finde ich, präsenter. Der geht eher sogar noch in die Version, sag mal, wenn man das überhaupt so sagen kann, von der von Meisterwerk von Dior Homme Parfüm, weil hier merke ich die Iris. Ich merke beim Dior, bei den neuen 24er, die Iris irgendwie nicht. Vielleicht lag es auch daran, weil ich eine Probe hatte und ich habe euch ja schon so oft gesagt, dass Proben oft minimal, manchmal sogar mehr als minimal schlechter sind als aus dem Flakon. Aber ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da viel Iris habt. Ich finde nicht. Hier habt ihr das, trotz die Süße, das macht die Bergamotte, die ist nicht gelistet. Ich bin der Meinung, da muss noch Bergamotte sein. Ihr wisst ja, alles wird nicht immer gelistet. Schönes Teil, muss man wirklich sagen. Also ihr habt eine Süße, ihr habt Bergamotte meines Erachtens. Ihr habt die pudrige Iris, die hier trotzdem drin ist. Das Leder, was sich wie eine Lederjacke um euch hüllt, würde ich fast behaupten. Und so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr nice. Ich teste nochmal, ob der Fokus das nimmt. Sonst werde ich die wieder einblenden. Irgendwann muss doch mal, was ist mit den, das ist auch immer im Moment, ja, es ist eben so, keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, guter Flakon, schwarz gehalten, grau, schwarz so. Und ja, schöner Duft. Im Endeffekt, wenn ihr ein Date-Duft haben wollt, einen Duft, der gut ankommt und der kommt gut an, dann ist der perfekt, dieser Duft. So einfach. Und für den Preis bekommt ihr fast keinen geileren Date-Duft, könnte man so stehen lassen, Date-Duft, wie der Obsidian von Rahan. Wirklich, ist wirklich stabil.
ein schönes Teil. Der Sprüher ist auch sehr, sehr fein, schön. Ja, also der ist wirklich, der kommt und das, im Endeffekt, was soll ich sagen? Ich würde ihn schon fast für besser betiteln als das Original, weil die Iris ist hier wirklich bei. Dann kommt eine Süße. Woher die Süße kommt, das ist wahrscheinlich eine, keine Ahnung. Die Rose ist, wie gesagt, es wird nie immer alles gelistet. Wie gesagt, Iris, Rose, Leder, Oud gelistet. Das Oud gleich mal vorweg ist hier nicht wirklich Oud und auch nicht wirklich stinkig, gar nicht und geschweige was für ein Oud, sage ich mal. Ne? Aber es ist einfach schön ausbalanciert. Wenn man sich überlegt, dass dieser Duft 35 € oder so kostet, was bekommt ihr dafür? Das ist bombastisch gut, was ihr dafür bekommt. Anders kann ich nicht dazu sagen. Und das ist nicht, weil ich Werbung da. Ihr wisst, wer jetzt meine Videos verfolgt, diese Marke ist stabil. Ich habe ja schon gesagt, French Avenue ist schon fast, da kann man schon sagen, ganz ehrlich, wow, was die machen. Aber die legen noch einen drauf. Rahan, Weyhan, wie auch immer. Und ganz ehrlich, stabil. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit und auch die ist stabil. Ihr werdet wahrgenommen über 8-9 Stunden und die Sillage ist vom Allerfeinsten. Der ist immer oder der wedelt immer um euch herum, sorry. Und das macht einen Duft ja aus. Im Endeffekt könnt ihr damit auf jeden Fall auffallen in Clubs, in Bars, in Discos, beim Date. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr essen geht. Ja, er ist sehr elegant zum Essen gehen, auch perfekt. Vielleicht nicht ganz so doll sprühen. Vorstellungsgespräche kann man machen, dann aber wirklich nicht übertrieben mit den Sprühern. Normalerweise, ich bin Obersprayer, aber da müsst ihr ja ein bisschen drauf achten, ein bisschen aufpassen. Sonst ist er aber wirklich gut. Was soll ich anders sagen? Es ist sehr eleganter Date-Duft, erwachsener Date-Duft, der trotzdem eine verspielte Süße im Hintergrund hat. Das macht ihn sehr interessant. Und ich muss dazu sagen, oder ich wiederhole mich, eine bombastische Preis-Leistungsmaschine ist das. So könnte man das betiteln, wirklich. Was soll ich sagen? Das ist monströs gut, absolut genial. Und ich kenne jetzt noch nicht einen schlechten Weyhan oder Rahan Duft und deswegen, und das sind 100 ml, wie gesagt, schaut in meiner Videobeschreibung, nehmt den Gutscheincode 15%, der gilt übrigens auf alles und was, ganz ehrlich, dann habt ihr diesen Duft, der auf jeden Fall sehr, sehr stabil ist, in 100 ml. Ich weiß gar nicht, ob der Original auch 100 ml ist oder 75 oder 50, I don't know. Auf jeden Fall, ja. Und hier kommt die Iris noch mehr zum Vorschein, was ich ja persönlich gut finde, weil das Original ja auch ein Iris-Duft war. Das darf man ja auch. Dior Homme ist ja so allgemein, so ein bisschen Iris. Dior Homme Intense zum Beispiel ist Iris. Das Parfüm hatte auch Iris. So, und das wurde ja meines Erachtens ein bisschen weggenommen oder fast komplett weggenommen beim Original. Hier haben wir die Iris schön mit drin, mit einer schön verspielten Süße, sexy Süße und so weiter und so fort. Haltbarkeit, Sillage ist gut. Was wollt ihr mehr? Und das für diesen Preis und mit, ja, die 15% von mir noch günstiger. Also es geht schon fast nicht besser. Was soll ich sagen? Ein Meisterwerk der günstigen Düfte, würde ich fast behaupten. Also Freunde, schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr den Obsidian? Und dann würde ich mal sagen, was ihr so zu dem Vergleich sagt. Es war kein Vergleich, natürlich, sagt in den 2014er, das Meisterwerk habe ich nur als Beispiel manchmal genannt, das ist nicht zu vergleichen, das ist ein anderer Duft, aber der kommt dem wenigstens ein bisschen näher, als das Original dem Original am nächsten kommt, irgendwie so, ne? Ja, schon schlimm genug, ist aber so. Also, dann bin ich raus, Grüße gehen raus an alle und an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal.